ein chinesisches Wort von unserer Schwester und Bruder. Now I will teach you a Filipino word. Und heute müsst ihr es euch Philippinisch beibringen. So this word has two different meanings. Und dieses Wort hat zwei Bedeutungen. But the same word, the same spelling, and the same way how you say it. Also das gleiche Buchstabe, das gleiche Wort und das gleiche, das gleiche Wort. This word is the word mahal. Das Wort heißt Mahal. Let's say it all together. Lass uns das sagen. Mahal. Mahal. Mahal means love. Das bedeutet Liebe. So when you love someone, you say, mahal kita. Wenn du jemand liebst, dann sagst du Mahal kita. So Brother Manfred knows this. Und unser Bruder Manfred weiß das Bescheid. Ja. Also, the word mahal means expensive. Und das andere Wort Mahal heißt teuer. So when you see something in the shop and you cannot afford it, you say, ang mahal. Wenn du dann einkaufen gehst und du kannst das nicht leisten, dann kannst du auch sagen Ang Mahal. Which means it's expensive. Das heißt, es ist so teuer. So in the Philippines, they say that love is expensive Deshalb sagen wir auf den Philippinen, Liebe ist teuer, because it's the same word. weil das gleiche Wort. Do you agree that love is expensive? Seid ihr einverstanden, dass Liebe teuer ist? I think the man says yes and the women says no. Ich glaube, die Männer sagen ja, aber die Frauen sagen nein. Yes. So I will share something in John chapter 3 verse 16 which tells us that love is indeed expensive. Lass uns unsere Bibel aufschlagen in Johannes 3,16. Deshalb könnt ihr wissen, warum Liebe teuer ist. It says, "For God loved the world so much that He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life." Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. It says here in this verse that God loved the world so much. Das besagt hier, dass Gott hat der Welt sehr geliebt. So God loves us. So Gott liebt uns. And because of that love, He gave the most precious, the most expensive person for Him. Dass er uns geliebt hat, er hat seinen eingeborenen, seinen ganz teuren Sohn zu uns gegeben. So if we define this word expensive, it means involving high cost or sacrifice. Wenn wir diesen Mahal oder diesen Wort Mahal heißt, das ist teuer und das gibt diese Opfer. It means a high price based on its worth. Das bedeutet auch, das ist eine sehr hohe Kost, je nachdem. It also means costly, extravagant, precious, priceless, or valuable. Das bedeutet auch sehr teuer. Also das kann man nicht bezahlen, das ist also unbezahlbar. So God gave the most extravagant, precious, valuable, priceless one for Him, which is His one and only Son, Jesus Christ, for us. Und er hat uns das gegeben, diese kostbare, das unbezahlbar Sohn für uns, Only because He loves us. weil er uns lieb hat. Jesus gave His life on the cross for us because He placed value on us. Und Jesus hat sein Leben im Kreuz gegeben, weil er uns bedeutet. Uns ist sehr kostbar. Even though we are unworthy, He placed worth or value to us, enough to pay the high price of His very own life. Und als wir Menschen, wir sind manchmal so wortlos, also wertlos. Ja, und er hat uns diese Values uns gegeben. Deshalb, er hat diesen hohen
gemacht. So God loves us. That's why He gave. Gott liebt uns, deshalb hat er was gegeben. And His love was expensive. Und seine Liebe ist sehr teuer. So I want to discuss the other side, which is about the enemy. Und ich möchte dieses Gegenteil erzählen, und das ist die Feinde. In John chapter 10, verse 10, In, it says, in Johannes 10, Vers 10, lass uns die Bibel aufschlagen. "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that you may have life and have it to the full." Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in voller Genüge haben sollen. So it says here that the thief or Satan came to steal. Das sagt auch hier, dass ein Dieb oder der Satan kommt nur zu stehlen. And God came to give us abundant life. Und Gott ist aber gekommen, um uns diese überflüssige Leben zu geben. So I will leave that for now because I want to read a verse in Malachi chapter 3 verse 8 to verse 8. Ich lasse das erstmal und lass uns in Malachi Kapitel 3, Vers 8 springen. Will a man rob God, yet you rob him? But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. Ist recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie er mich betrügt, ihr aber spricht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und den Opfergaben. On the first verse, we have read that the thief comes to steal and kill and destroy. In der ersten Verse, wir haben gelesen, dass ein Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. So Satan came to steal. So Satan ist gekommen, um zu stehlen. In this verse, it says that we can also steal from God. Und in diesem Vers steht auch, dass wir auch von Gott stehlen können. Through our tithes and offerings. Durch unsere Zehnten und Opfergabe. Why? Because this belongs to God. Warum? Weil das Gott gehört. I would like to read in Leviticus chapter 27 verse 30. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Alle Zehnten im Lande, vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. So the tithe belongs to the Lord, and it is holy to the Lord. Also die Zehntel gehören Gott und das ist heilig. It is not from us. Das ist nicht von uns. When we are giving our tithes, we are returning it to Him and not giving it to Him. Wenn wir diese Zehntel zu Gott geben, wir geben ihm zurück und nicht zu ihm geben. That's why in Malachi 3:10 it says, "Bring the tithe into the storehouse." Deshalb in Malachi 13, wir sollen die Zehntel zu diesem Lagerhaus zurückbringen. It's not to give the tithe into the storehouse because it's not ours, it's God's. Das heißt nicht, dass wir sogar diese Zehntel geben, sondern wir geben Gott zurück. So it's like this. For example, I need a car and I borrowed the car of Elka. Zum Beispiel, das ist genauso, wenn ich ein Auto brauche und müsste ich das Auto leihen. So I like her car, and then I thought to myself, oh, I like this car. I will give this car to Elka. Und ich sage, ich möchte diesen Auto und ich gebe das zu Elka. So when I come to her, I will give her the key and I tell her, I'm giving this car to you. Und ich gebe einen Schlüssel zu Elka und sage zu ihr, ich gebe diesen Schlüssel zu dir. That is strange, right? Because it is hers, and I just borrowed it from her. Das ist ja ihr Auto und ich habe das nur geliehen. So I'm not really giving it to her, but I am returning it back to her. Das heißt auch, dass ich das so Elka nicht zurückgebe, weil das ist ja ihre. Also ich habe das nicht zu ihr gegeben, sondern ich gebe ihr das zurück. In the same way, if I did not return it, I am stealing it from Elka because it is not mine.
Das ist ja genauso, wenn ich das zu Elke nicht zurückgeben. Das heißt, ich stille das, weil das gehört nicht mir, sondern Elke. So it's like that when it comes to our tithes. Und das ist genauso, wenn das unseren Zehnten und Opfergabe geht. When we don't give our tithes and offering, we are stealing from God. Wenn wir unsere Zehnte nicht so Gott zurückgibt, So, dann stehlen wir davon von Gott. as I said earlier, Satan steals and God gives. Als ich dann vorher gesagt habe, Satan stiehlt und Gott gibt. We become more like God when we give because that is His nature. Und Gott Natur ist zu geben, deshalb wir werden auch wie Gott. We become more like Satan when we steal because that is his nature. Und wenn wir stehlen, wir werden ähnlicher wie Satan, weil wir stehlen. Are we stealing from God because we do not want to give what is expensive for us? Wir stehlen Gott, weil wir diese was teuer sogar nicht gibt. Do we consider our tithes and offering money too expensive, too precious, and too valuable for us that we choose to keep it than bring it back to God? Haben wir uns unsere Zehnte und Opfergabe als so teuer, so unbezahlbar, deshalb wir geben das nicht so Gott, sondern behalten das für uns. Do we love God or do we rob God? Lieben wir Gott oder stehlen wir Gott? I have never been in love before, but I know how to love. Ich war noch nie verliebt, aber ich weiß, wie man verliebt ist. To love is to give. Um Liebe zu zeigen, ist zu geben. In one way or another, it can be expensive because love will always cost us something. Und Liebe zu erfahren, bringt uns auch ein Opfer. Wir müssen ein Opfer geben. We can give without loving, Wir können auch geben, ohne zu lieben, but we cannot love without giving. aber wir können nicht lieben, ohne zu geben. So today, let us show our love to God Und heute lasst uns unsere Liebe zu Gott zeigen, by giving what is due to Him, even though it is expensive for us. durchs Geben, was uns kostet, was uns für uns unbezahlbar ist. So I would like to ask our ushers to pass the envelopes as we pray. Ich bitte unsere Ordner, die Umschlag zu verteilen. Father God, we thank you, Lord, for this day. Vater, wir danken für diesen Tag. We want to tell you that we love you. Wir müssen zeigen, dass wir dich lieb haben. We want to worship you by bringing back what is due to you. Wir müssen dich anbeten, durch unsere Zehnte und Opfergabe dir zurückzugeben. Everything that we have comes from you, O Lord, and you have blessed us so much. Alles, was wir haben, kommt von dir und du hast uns sehr gesegnet. Give us the heart to obey and to worship you through our body. Gib uns diese gehorsame Herz und dies zu leben und zu preisen durch unsere Zehnte und Opfergabe. Thank you that as we obey, your blessings will overflow in our lives. Danke, während wir dir gehorchen, dass deine Segen in unserem Leben überfließen. Thank you for your faithfulness. Danke für deine Treue. We love you, Lord, in Jesus' name. You're your chosen generation.